Hallo und willkommen zu meinem Review über die Touch 5 Marker. Das dürfte vor allen Dingen für die Leute interessant sein, die sich fragen, ob sich das lohnt, diese günstigere Version der Alkoholmarker zu kaufen oder ob man vielleicht doch eher auf teurere Marker sparen sollte. Alle meine Materialien, die ich für die Tests verwendet habe, findet ihr in der Infobox beschrieben. Und dann geht's jetzt los. Zum Ablauf: Es gibt erstmal eine Überblickstabelle und dann werden die Touch 5 Marker verschiedenen Tests unterzogen und da nehme ich dann verschiedene Liner, verschiedenes Papier, wie ist es mit dem Blending und mit dem Nachfüllen, und danach zeige ich euch, wie ein Beispielbild aussieht mit diesen Markern koloriert. Und dann geht es an die Auswertung. Hier seht ihr die Tabelle. Das sind Stifte auf Alkoholbasis und die günstigste Version, um diese zu erstehen, ist aktuell das 80er Set. Da gibt es dann auch verschiedene Sets, zum Beispiel das Animations-Bauentwurfs Set, und die unterscheiden sich nur geringfügig in den Farben. Zum Beispiel zwischen Animation und Design sind nur 20 verschiedene oder 20 Farben denn unterschiedlich. Das bedeutet dann praktisch auch, dass man 60 Farben denn identisch hat, wenn man sich die beiden Sets kauft. Nach meinem Überblick gibt es 168 Farben und die Stifte haben eine dünne und eine breite Spitze, sind aber keine Brushmarker, und das zeige ich dann gleich nochmal, was das bedeutet. Und nachfüllen kann man mit der Copic Nachfülltinte. Das ist besonders interessant, weil man ja jetzt keine Einzelstifte nachkaufen kann. Dann muss man sich nicht jetzt nochmal das 80er Set kaufen, nur weil in ein bestimmter Hautton dann alle gegangen ist. Und das ist dann ganz praktisch. Aber das zeige ich euch gleich noch. Erstmal zu den Stiften. Die sehen so aus, haben praktisch eine eckige Form, eine breite Spitze und die dünne Spitze könnt ihr hier sehen. Und hier ist der Stift einmal im Test. Die dünne Spitze und die dicke Spitze, und jetzt mal im Vergleich zu einem Brushmarker, der ist von Faber-Castell, also da bekommt man mit einer Spitze dann unterschiedliche Strichbreiten hin. Das geht mit dem Touch 5 Marker nicht. Wichtig ist auch noch, dass die Farbe auf der Stiftkappe nicht unbedingt der eigentlichen Stiftfarbe entspricht. Das könnt ihr hier sehen. Also der Stift von der Kappe her sieht so fliedermäßig aus, und wie er dann praktisch malt, ist eher so ein Rosaton. Deswegen empfehle ich unbedingt eine Farbtabelle sich anzulegen für die Stifte. Das könnt ihr mal hier von mir sehen. Da habe ich mir praktisch einmal alle Stifte aufgemalt und die Bezeichnung dazu geschrieben, und die benutze ich jedes Mal beim Malen. Leider waren bei mir von Anfang an 2 Stifte komplett leer und 6 weitere nicht ganz aufgefüllt, und das ist natürlich ärgerlich, und das scheint noch 2 anderen Personen auf Amazon, jedenfalls laut Rezension, so gegangen zu sein. Und ich glaube aber, dass das jetzt keine böse Absicht vom Hersteller ist, sondern dass eben einfach dadurch, dass die Stifte so günstig sind, möglicherweise Qualitätskontrollen nicht so hoch ausfallen wie jetzt beispielsweise bei Copic-Markern. Also mir wurden jetzt zum Beispiel die Stifte ersetzt. Und deswegen finde ich das jetzt nicht ganz so dramatisch, und es scheint auch also es scheint nicht systematisch aufzutauchen, sondern es scheint nur wenigen so zu gehen, dass Stifte nicht ganz aufgefüllt sind. Also da muss man dann persönlich abwägen, ob das denn einem das Risiko wert ist oder nicht. Jetzt habe ich mal probiert, inwiefern verschiedene Liner verwischen oder nicht verwischen, wenn ich mit den Touch 5 Markern drüber male. Und da habe ich eben welche genommen, die ich gerade zufällig da hatte. Es waren von Uniball, von Staedtler, von Davent. Dann habe ich auch noch einen Bleistift von Faber-Castell probiert und einen Pilot Color Eno. Und der von Uniball und von Staedtler, die sind so ein bisschen verwischt. Und beim Bleistift, als ich diesen Punkt gemalt habe, bei der Linie war das nicht der Fall. Also überall, wo ich jetzt den Pfeil ranmache, ist es so ein bisschen verwischt, aber es war jetzt nie wirklich dramatisch gewesen. Jetzt kommen wir auch schon zu einem weiteren wichtigen Punkt, und das ist das Papier. Hier habe ich einmal normales Kopierpapier genommen, und da ist mir aufgefallen, dass das schon ziemlich verläuft, wenn ich dann mit dem Touch 5 Marker drüber male. Hier habe ich dann mal probiert zu blenden mit 2 Farben, und das hat eigentlich gar nicht so schlecht funktioniert, aber das hat eben sehr durchgedrückt, wie ihr hier gesehen habt, durch das Papier. Dann habe ich einmal dicken Zeichenkarton genommen von Idena. Da ging das Blenden auch ganz gut, und es hat aber auch ziemlich durchgedrückt. Jetzt Markerpapier, und da bleibt wirklich die Farbe so oben auf dieser Oberfläche noch so ziemlich flüssig und trocknet nicht so schnell ein, dass man die Farbe so hin und her wischen kann, und das drückt auch nicht so doll durch. Hier seht ihr das nochmal in der Nahaufnahme, das Kopierpapier, den Zeichenkarton und das Markerpapier. Also es macht schon einen sehr großen Unterschied, was man denn da nimmt an Papier für die Alkoholmarker.
Kommen wir nun zu den Nachfüllmöglichkeiten für die Stifte. Der ist jetzt hier schon so ein bisschen alle, das sieht man aber nicht so gut, weil das eben so ein heller Ton ist. Und da habe ich dann geguckt, wie der heißt. Das ist Barely Beige. Keine Ahnung, wie man das genau ausspricht. Und dann habe ich bei der Seite von Copic geguckt und da gab es dann auch genau so eine Farbe, die so hieß. Und da habe ich mir dann eben diese Nachfülltinte bestellt. Und um das nachzufüllen, habe ich dann beide Kappen aufgemacht und dann auf der dicken Seite immer so ein bisschen was draufgetan auf den Stift. Und dann sieht man, da ist dann schon wesentlich mehr Farbe drin. Also funktioniert es auch super mit dem Nachfüllen mit der Copic-Tinte. Jetzt wollte ich euch auch noch zeigen, wie die Stifte so verblenden und dafür habe ich jetzt 3 Farben genommen und das dann immer so ein bisschen aufgeschrieben, in welcher Reihenfolge ich die Farben genommen habe. Also 1 ist der hellste Stift und 3 ist der dunkelste Stift. Also ich fange an mit dem hellsten, dann kommt der dunkelste, dann wieder der hellste und da geht es dann darum, dass die Farbe nicht ganz trocknet auf dem Papier, sodass ich dann das immer weiter rüberschieben kann und man dann einen schönen Farbverlauf hinbekommt. Also das ist jetzt praktisch ein Beispiel mit 3 Farben. Jetzt wollte ich euch noch zeigen, dass die Farben nicht zu unterschiedlich sein sollten, weil man dann eben diese harte Kante immer sieht. Und da muss man eben einen guten Zwischenton finden. Also es sind jetzt nur 2 Farben, ich bräuchte hier einen Lila als Zwischenton. Jetzt noch kurz zum Blender. Also es macht keinen Unterschied, wenn ich den zuerst aufs Papier auftrage. Aber wenn ich dann zuerst den Touch 5 Marker auftrage und dann den Blender von Copic nehme, dann kann ich da immer noch was von der Farbe wegnehmen. Also kriege ich auch einen helleren Ton hin. Nach den ganzen Grundlagen geht es jetzt auch an das eigentlich Interessante, und zwar, wie sehen denn die Stifte bei einem Bild aus? Und da habe ich euch hier ein kleines Beispiel vorbereitet. Und ja, das habe ich auf diesem dickeren Zeichenkarton gemalt, weil ich da mein Markerpapier noch nicht hatte, aber ich denke, das geht auch ganz gut. Es ist eben nur nicht so markerfreundlich im Sinne von, es zieht mehr Tinte. Und ja, da habe ich eben auch immer versucht, ein bisschen zu verblenden, vor allen Dingen jetzt hier bei diesem blauen Schweif, der da rauskommt, um da Farbübergänge gut hinzubekommen. Und man kann eben auch gut nochmal mit Buntstiften rübergehen, das mache ich immer gerne. Und ja, jetzt seht ihr praktisch auch nochmal, dass man mit dem Blender kleine Linien, die man drüber gemalt hat, wieder zurückschieben kann. Also dann immer wieder in Richtung der Stelle, wo ich das zurückschieben möchte, die Farbe. Also nicht wahllos drüber malen, sondern eben immer eine Richtung zurückschieben. Und hier nochmal, wie das denn aussieht, wenn ich mit dem Copic so ein bisschen was von der Farbe wegnehme. Also da kann man dann auch verschiedene Sachen machen. Könnt ihr jetzt zum Beispiel auch Pünktchen da reinmachen oder ja, irgendwelche anderen Linien, die ich mag. Das ist eben auch möglich, den Copic Blender für die Touch 5 Marker zu nehmen. Hier seht ihr nochmal, dass mir das ziemlich durchgedrückt ist durch das Papier, aber das liegt eben am Papier und nicht an den Stiften. Kommen wir jetzt zur Zusammenfassung. Also ich finde, dass Touch 5 sehr, sehr günstige Stifte anbietet, mit tollen Farben, die richtig schön leuchten. Nur leider sind die Sets untereinander nicht ganz so verschieden zusammengestellt, sodass man, wenn man sich 2 Sets kauft, viele Stifte doppelt hat. Man kann schöne Farbüberläufe mit den Stiften hinbekommen, also Blending ist möglich. Nur nicht ganz so einfach wie jetzt mit Stiften, die eine Pinselspitze haben, wie jetzt die Copic Marker. Und dadurch bekommt man jetzt auch nicht sehr, sehr dünne Linien hin. Man kann zwar keine einzelnen Stifte nachkaufen, aber man kann sich dann behelfen, indem man Nachfülltinte von einem anderen Hersteller, zum Beispiel von Copic, nachkauft. Und so bekommt man dann eben auch wieder einzelne Stifte nachgefüllt. Manche Marker waren bei mir leider von Anfang an leer und nicht ganz aufgefüllt. Aber dadurch, dass ich es dann erstattet bekommen habe, ist es dann auch wieder sehr gut gelaufen und man muss eben auf das Papier achten. Also ich würde sagen, die Stifte kann man sich auf jeden Fall kaufen, vor allen Dingen eben auch, weil man dann nicht den Druck hat, jetzt muss das unbedingt was werden. Die Stifte waren so teuer, ich kann mich jetzt nicht trauen, irgendwie Experimente zu starten. Das ist dann eben mit den Stiften, sag ich jetzt mal, der Druck dann nicht so groß. Die waren jetzt dann nicht so teuer und man kann dann viel ausprobieren und da entwickelt man sich vielleicht schneller weiter, als wenn man jetzt die teuren Marker zu Hause hat und sich dann da nicht traut, mal was Neues an Bildern auszuprobieren. Also von mir gibt es eine klare Kaufempfehlung und das war's und vielen Dank fürs Zugucken.